Macht kaputt, was euch kaputt macht, sang die Rockband Ton, Steine, Scherben gleich bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt. Das war ironischerweise beim Love and Peace Festival im September 1970 auf Fehmarn. Und genau was sie forderten, taten die Besucher dann tatsächlich. Der Organisator hatte sich mit den Einnahmen des Festivals aus dem Staub gemacht und am Ende des Auftritts der Scherben brannte die Bühne. Die Band bekam das alte Gesetz, zerstören geht schnell und einfach, aufbauen macht Mühe und dauert lange, am eigenen Leib zu spüren. Zwar kam es in der Folge der Zerstörung des Festivals durchaus zu etwas Gutem, man gründete nämlich eine eigene Plattenfirma, aber wie mühsam so etwas ist, lernten die Musiker schnell und am Ende war man selbst kaputt und ging trotz allen musikalischen Erfolgs 1985 hochverschuldet auseinander. Aus archetypischer Sicht ist Zerstörung eine massive Transformation. Weder gut noch böse, wenngleich häufig viel Gutes mit dem Schlechten mitvernichtet wird. Zerstörung hat ihren Preis. Den sind viele bereit zu zahlen. Oder sie werden davon überrascht, weil sie in der Aufwallung der Gefühle die Folgen nicht bedacht haben. Der Archetyp des Zerstörers ist in vielen Kulturen und historischen Kontexten präsent. Er steht für eine Figur, die durch ihre Handlungen Chaos, Verwüstung oder Umwälzung bringt. Diese Figuren werden sowohl negativ wie auch positiv bewertet, je nach Perspektive und Kontext. Dschingis Khan, der Begründer des Mongolischen Reichs, kann beispielsweise als großer Eroberer weiter Teile Asiens und Europa betrachtet werden, aber ebenso als Zerstörer von Kulturen, Brandstifter von Städten und Massenmörder. Historiker schätzen die Zahl der Leichen, die seinen Weg pflasterten, auf zwischen 20 und 40 Millionen. Aber er war bei weitem nicht der einzige seiner Art. Julius Caesar, Attila der Hunne, Adolf Hitler und Josef Stalin gehören zu jenen, deren Taten besonders monströs erscheinen, da ihre Zerstörungen durch die Macht, die sie erlangt hatten, in ihrem Ausmaß vervielfältigt wurden. Zerstörung findet oft auf dramatische Weise statt. Es ist aber nicht die einzig mögliche. T.S. Eliot schreibt in seinem Gedicht The Hollow Man aus dem Jahr 1925, das Ende der Welt werde nicht mit einem Knall, sondern einem Wimmern vonstatten gehen. Vielleicht dachte er bei dieser Formulierung an den Ersten Weltkrieg. Dessen Ende war eher mit einem Gefühl von Betäubung und Verzweiflung als mit Jubel aufgenommen worden. Der große Knall stellt also keine Bedingung für den Beginn einer großen Zerstörung dar. In der Natur begegnen wir der Gewalt der Vernichtung in Form von Vulkanausbrüchen, Tsunamis und Feuersbrünsten. Für uns Menschen ist es natürlich übel, ohne den Aspekt des Leids, sind es aber natürliche Ereignisse zur Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts. Der unter- oder oberirdische Druck muss ausgeglichen werden und die Natur entscheidet sich zu diesem Zweck manchmal für drastische Maßnahmen. Wie auch immer wird Zerstörung oft mit Katastrophe gleichgesetzt, was sie aber nicht per se sein muss. Es gibt beispielsweise Pflanzen, deren Samen erst nach einem Feuer überhaupt zum Keimen in der Lage sind. Eine davon heißt Banksia. Die findet man auf der südlichen Hemisphäre, genauer gesagt in Australien. Bei uns im Norden produzieren Apfelbäume Samen, die das Gegenteil, nämlich Frost, benötigen, um keimen zu können. Der Tod des einen in der Kälte kann mit dem Beginn des Lebens einhergehen, zum Beispiel eines Apfelbäumchens. Oder, wie der Dichter es formuliert, welcher genau, darüber streiten sich die Geister, manche vermuten, es war Richard Bach, was für die Raupe das Ende der Welt ist für den Schmetterling eine Geburt. Dies Zitat ist in gleich zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen beschreibt es tatsächlich ein Ende ohne Knall, zum anderen drückt es ein Potenzial für neues Leben aus. In esoterischen Kreisen pflegt man Letzteres zu preisen, weil ja ein Schmetterling so schön ist und eine Raupe eher fies. Aber ich bin sicher, dass Raupen anders darüber denken würden,
könnten sie es nur. Für sie ist es ja das Ende der Welt. Zerstörung bleibt subjektiv. Manchmal muss es sein, aber wann es soweit ist, wird nicht immer gleich bewertet. Und verlustfrei geht es auch nicht, weshalb so viele davor zurückschrecken und lieber in unerträglichen Verhältnissen verharren, als sich einer ungewissen Zukunft auszusetzen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, heißt es ja. Aber viele haben ein Problem damit, weshalb die aktuelle Ausgabe der Videoblüten sich mehr um die positive Seite der Zerstörung drehen soll. Der Zerstörer ist sowohl ein Symbol für notwendige Veränderungen als auch ein Hinweis auf die Herausforderungen und Risiken dieser Prozesse. Der Archetyp wird oft als unerlässlich angesehen, um Platz für Neues zu schaffen. In der Psychologie symbolisiert er die Fähigkeit, alte Strukturen und Muster abzubrechen, die nicht mehr nützlich sind. Diese Form der Zerstörung ist essentiell für den Prozess der Erneuerung und Transformation. Durch das Loslassen von überholten Ideen oder Verhaltensweisen ermöglicht dieser Archetyp Individuen und Gesellschaften, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Es spielt eine bedeutende Rolle in der psychologischen Theorie, insbesondere in der analytischen Psychologie von Carl Gustav Jung. Er ist nicht nur ein Symbol für Zerstörung im physischen Sinne, sondern vielmehr ein komplexes Konzept, das tiefere psychologische und soziale Funktionen erfüllt. Da wäre beispielsweise seine Rolle als Herausforderer des Status quo. Personen, die diesen Archetyp verkörpern, stellen bestehende Normen und Werte in Frage. Dies kann das Zwiespältige des Zerstörers widerspiegeln, denn die Auswirkungen seiner Taten können sich sowohl positiv wie auch negativ zeigen. Zwar ermöglicht Zerstörung notwendige Veränderungen, kann aber auch zu Konflikten und Widerstand führen. Nennen wir als Beispiel die Sklaverei. Die konnte in den USA nur durch einen Krieg beendet werden und hinterließ bis heute bei vielen ihre Spuren in den Köpfen in Form von Rassismus. Die Schattenseite des Zerstörers kann sich in destruktivem Verhalten zeigen, wie etwa Aggression oder Impulsivität. Er handelt oft ohne Rücksicht auf zukünftige Konsequenzen und beschädigt dadurch Beziehungen oder Strukturen als eine Art Kollateralschaden. Es bleibt aber wichtig zu erkennen, dass negative Eigenschaften nicht die Essenz des Archetyps definieren, sondern vielmehr Aspekte sind, die kontrolliert und integriert werden müssen. Wie bei allen anderen kann die Unterdrückung dieses Teils seiner selbst dazu führen, dass er plötzlich und unerwartet und genau dann, wenn es einem gerade so überhaupt nicht passt, aus einem herausbricht. Kontrolle, Integration und konstruktive Nutzung sollten also das Ziel einer inneren Entwicklung sein, die zu Ausgleich und Balance führen soll. Um das zu erreichen, muss man sich der eigenen zerstörerischen Impulse erst einmal bewusst werden. Dann kann man sie in kreative Bahnen lenken und persönliche Transformationen erleben. Der Zerstörer als Archetyp kann somit als Katalysator für persönliches Wachstum dienen. Wer sich ihm annähern will, kann das mit Hilfe einer Blütenessenz, nämlich der Schlehe, tun. Anders als die Bachblüten, die auf die Gefühlsebene einwirken, zielen archetypische Blüten auf die dahinterstehenden Triebkräfte. Dass wir ungeduldig, ängstlich oder wütend sind, das merken wir schnell. Für solche Situationen sind die Bachblüten bestens geeignet. Impatiens, Mimulus und Holly wären die richtigen Mittel, um dann zurück ins Gleichgewicht zu finden. Aber wenn wir gar nicht wissen, warum wir ungeduldig, ängstlich oder wütend sind, dann muss die Ursache dafür wohl auf der unbewussten Ebene zu suchen sein. So wie alle Gefühlsschattierungen, die Bach mit seinen Blüten anspricht, weltweit bei allen Menschen bekannt sind, so sind auch archetypische Zustände unabhängig von Alter, Geschlecht, kultureller Zugehörigkeit und so weiter überall anzutreffen. Einen inneren Zerstörer gibt es auch bei Bengalen und Mongolen.
Archetypische Blütenessenzen sprechen die Ebene des kollektiven Unbewussten an. Und dies, wie die Bezeichnung sagt, im Kollektiv, also bei allen. Lassen Sie uns zur Schlehe kommen, die auch als Schwarzdorn bekannt ist. Die Schlehe nimmt eine besondere Stellung unter den archetypischen Essenzen ein, denn die meisten darunter zielen auf Harmonie und Gleichgewicht ab. Aber nicht jeder Archetyp ist vom Schlage Friede, Freude, Eierkuchen. Die Schlehenessenz steht für den Archetyp des Zerstörers. Man könnte denken, den des Bösewichts. Sie ist der Repräsentant des Endes. Vielleicht eines mit Schrecken, aber dann wiederum auch eines, das den Schrecken beendet. Manchmal ergibt Reparieren einfach keinen Sinn mehr. Man muss die alte Sache wegschmeißen und von vorn beginnen. Natürlich macht das keinen Spaß, ja schmerzt sogar und hat mit Verlust zu tun, kann einem gar ein Gefühl von Amputation eines Teils seiner selbst geben. Schließlich vernichtet man ja auch einen Teil seines bisherigen Lebens, brutal und mit einem Hieb, wenn's geht. Man übernimmt die Rolle des Bösewichts und sagt laut und deutlich Schluss und verabschiedet sich aus einer dysfunktionalen Beziehung, von einem krankmachenden Arbeitsplatz, einer liebgewonnenen Gewohnheit und vielleicht gar einem Teil, von dem man dachte, er sei ein persönlicher Charakterzug. Schlehe gibt den Mut dazu. Schlehe gibt auch den Mut, sich selbst oder anderen wehtun zu können. Die guten alten Zeiten, in denen ich Tag und Nacht selig bekifft war, Schluss damit. Oder jene, in denen wir toll verliebt, meterhoch über einer Welt voller Turteltauben und Harfenisten tanzten? Wenn wir zum müden Abklatsch unserer eigenen Vergangenheit geworden sind, als Coverband nur noch unsere alten Hits wiederholen, ohne dadurch Befriedigung zu erfahren und uns nichts mehr zu sagen haben, Schluss damit. Und die Kinder sind jetzt nicht mehr knuddelig, sondern jetzt, wo sie mit über 30 immer noch von Mama ihre Stinkesocken waschen lassen, nur noch lästig, raus mit ihnen, Schluss mit Rumdruckserei, Schonhaltung und Schmusekurs für alle Beteiligten. Schlehe lässt einen mitten hineinspringen in den heißen Brei, heikle Themen ansprechen, alte Zöpfe abschneiden, klare Verhältnisse schaffen. Und die Welle an Ablehnung, die einem daraufhin entgegenschlägt, tapfer überstehen. Gelegentlich muss man Altes zerstören, um Platz für Neues zu schaffen. Die Eier müssen zerschlagen werden, soll ein Kuchen draus werden. Schluss also mit Zögerei und Zauderei. Erkennen wir die Notwendigkeit in uns, den gordischen Knoten zu durchschlagen und Dinge zu zerstören, die ansonsten uns zerstören würden. Wenn ewiges Hin und Her nirgendwo hinführt, wenn Grübelei und Diskussionen sich im Kreise drehen, kein Abwägen und kein Abwarten mehr, kein Schönreden und keine Kompromisse. Fehlt uns dafür die Kraft, dann kann uns der Archetyp des Zerstörers beim Aufräumen des Alten, Überholten, Nutzlosen, ja Schädlichen helfen. Man hat halt nur dies Leben und das soll man mit Zigaretten, Schalen, Beziehungen und langweiligen Arbeiten vertrödeln, bloß weil einem der Mumm fehlt, mal jemandem auf die Füße zu treten und sei es sich selbst. Naja, wer es mag, wer es nicht mag, der kann ja zur Schlehenessenz greifen.